Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Game 2 der Sendung, die verbindet. Wir bringen zusammen, was nicht zusammengehört. Feuilleton und Fäkalien. Ballern und Bohem. Ni no Kuni 2 und God of War. Was, das trauen wir uns? Ja, natürlich. Im Ernst? Klar, geht los. Oh. Los geht's mit Ni no Kuni 2 und dieses Spiel hat einiges aufzuarbeiten. Genau, zum einen die nicht ganz unberechtigte Kritik am ersten Teil, zum anderen das Fehlen von Studio Ghibli. Damit Fans aber nicht direkt Sturm laufen, haben die Entwickler ganz besonders tief in die Psychologie-Trickkiste gegriffen und dem Hauptcharakter, Achtung, Katzenohren verpasst. Kann man nichts gegen sagen. Zieht immer. Aber ob Niedlichkeit alleine reicht und was der amerikanische Präsident damit zu tun hat, das verrät euch Markus. Drollige Tiermenschen, knuffige Minigeister, lässige Luftpiraten und eine magische Märchenwelt, in der auch ernste Themen kein Tabu sind. Wer jetzt ganz laut Studio Ghibli schreit, liegt genau richtig. Die Anime-Schmiede war maßgeblich an der Entwicklung von Ni no Kuni Fluch der Weißen Königin beteiligt und bestimmt auch nicht ganz unschuldig an dessen Erfolg. Ni no Kuni 2, Schicksal eines Königreichs, hatte zwar auch ein paar kreative Ghibli-Köpfe an Bord, musste aber ohne offizielle Zusammenarbeit auskommen. Alles halb so schlimm, denn Entwickler Level 5 hat auch aus eigenen Kräften einen richtig feinen Nachfolger gezaubert. Der Story merkt man die Ghibli-Abstinenz schon mal nicht an. Wie auch in Ni no Kuni 1 wird einer der Hauptcharaktere aus der realen Welt in eine Fantasy-Welt gebracht. Nur ist es diesmal nicht ein kleiner Junge, sondern der Präsident der Vereinigten Staaten, der nach einem Bombenangriff plötzlich 20 Jahre jünger im Katzenkönigreich aufwacht. Hier trifft er auf den jungen König Evan und wow, knallt eiskalt einen Mäuseritter ab? Ja, in Ni no Kuni 2 geht's auch mal etwas rabiater zur Sache. Bei uns ist der laute Ton gang und gäbe. Präsident Roland kommt aber wie gerufen, denn das Volk der Ratten plant gerade einen Putsch, um König Evan vom Thron zu stoßen und Katzbuckel an sich zu reißen. Dank des schießwütigen Staatschefs gelingt den beiden die Flucht. Blöd nur, dass das eigene Königreich nun futsch ist, also heißt es neue Gefolgsleute versammeln und ein eigenes Reich aufbauen. Im Gegensatz zu den kriegstreiberischen Ratten hat König Evan ein edles Ziel. Weltfrieden. 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 Härtere Bestrafung für Wiederholungstäter. Diese lobenswerte, aber doch recht naive Idee entwickelt sich zu einer spannenden Geschichte mit einigen überraschenden und einprägsamen Momenten. Die Story ist daher eine der größten Stärken von Ni no Kuni 2. Auch wenn einige der zwar wirklich toll designten Charaktere leider sehr flach und uninteressant bleiben. Tani, what are you doing? Der Aufbau eines neuen Königreiches ist aber nicht nur Teil der Geschichte, sondern auch zentrales Spielelement. Vom Magielabor bis zur Kaserne müsst ihr jede Einrichtung von Grund auf neu bauen und so euer Land nach und nach vergrößern. So bekommt ihr unter anderem neue Zauber oder könnt Ausrüstung verbessern. Außerdem bringen euch die Bauten massig Materialien, die ihr wiederum zum Aufbessern eures Krempels benötigt. Da ihr mit der Zeit immer wieder frisches Geld und Gegenstände bekommt, kehrt ihr auch regelmäßig in die neue Heimat zurück, um nach dem Rechten zu sehen. Das motiviert enorm und stellt einen äußerst passenden Ersatz für einen sonst üblichen Skilltree dar. Ohne Volk ist es aber etwas öde, also sucht ihr fleißig nach neuen Bewohnern. Jeder Bürger besitzt Stärken in bestimmten Arbeitsfeldern, was für die Erforschung neuer Fähigkeiten und Boni nützlich ist. So könnt ihr etwa nach Kämpfen mehr Geld oder Erfahrung erhalten, vorausgesetzt euer Management stimmt. Was ist mit ihm? Das ist General Wurf, einer unserer besten Krieger. Gute Verstärkung fürs Monsterjägercamp. Und das ist Tante Martha, die kennt sich gut mit Naturgeistern aus. Dann kommt die in die Gnuffi-Küche. Die arbeitende Bevölkerung. Das Fundament einer Gesellschaft. Gib ihnen Arbeit und sie folgen dir blind. Jede Person hat ein besonderes Talent, was nur in der passenden Einrichtung von Nutzen ist. Kennt sich ein Krieger beispielsweise gut mit der Jagd aus, ist er nur von Nutzen, wenn ihr ihn in das Monsterjägercamp steckt. Es muss daher wohl überlegt sein, welche Arbeitsstelle ihr den Bewohnern zuteilt.
Sir, wohin mit den beiden? Das sind Klaufried und Pestpaul, 2 Außenseiter der Gesellschaft. Ja, ich weiß schon genau, was ich mit derartigem Abschaum mache. Ein Vanilleeis, bitte! Hey, 50 Euro, Junge. Die wohl größte Veränderung zum Vorgänger hat das Kampfsystem bekommen. Die gewöhnungsbedürftigen Kämpfe des Vorgängers und das Sammeln von Monstern sind passé. Eure Kämpfer steuert ihr nun direkt und in Echtzeit. Eine radikale Änderung, die voll aufgeht. Die Kämpfe fühlen sich dynamisch an und folgen einem simplen Prinzip. Blocken, Ausweichen, Zaubern, Fernattacken, leichter und schwerer Angriff. Ganz ohne knuffige Gefährten müsst ihr auch nicht auskommen, denn ihr bekommt stets Unterstützung von euren Gnuffis. Das sind putzige Naturgeister, die wild übers Schlachtfeld wuseln und euch dabei heilen oder die Gegner piesacken. Außerdem solltet ihr stets die Wuchtanzeige eurer Waffen im Auge haben. Ist die voll, hauen nicht nur eure normalen Attacken mehr rein, sondern auch eure Zauber werden stärker. Nach den Kämpfen werdet ihr mit Schatzkisten und Gegenständen geradezu überschüttet. Das ist nicht nur ein Fest für euer Belohnungszentrum, sondern auch noch ziemlich nützlich, um eure Waffen und Wichtel zu verbessern. Das sorgt für Motivation, auch wenn wir es etwas seltsam finden, dass Gegner wie Wölfe oder Rattenkrieger Joghurt und Sahne hinterlassen. Wissen Sie, was da passiert ist? Eine Händlerkarawane. Das Zugpferd muss sich losgerissen und ihn überrannt haben. Das ist ein Dornolf, Level 5. Der wird's nicht schaffen. Ich gehe Hilfe holen. Ist ja gut, ist ja gut. Es gibt 2 Arten von Kämpfen. Kämpfe, die dir XP und Loot bringen und die stärker machen. Und nutzlose Kämpfe, die eigentlich nur deine Zeit verschwenden. Und ich habe keine Geduld, meine Zeit zu verschwenden. In diesen Momenten zeigt sich die wahre Stärke. Denn egal wie schwach ein Gegner auch ist, er droppt Loot. Und mit diesem Wissen und mit dem Mut, sich die Hände ein bisschen schmutzig zu machen, kriegt man im Endeffekt immer das, was man will. Nämlich Sahne. So ein schniekes Königreich wie eures weckt natürlich viele Neider. Daher müsst ihr es mit euren Streitkräften regelmäßig verteidigen. Dieser Schlachtmodus ist aber leider weniger spektakulär. Hier lotst ihr eure Truppen über ein Schlachtfeld, gebt hier und da mal einen Befehl zum Stürmen oder setzt Fähigkeiten ein. Der Rest passiert automatisch. Die Gefechte sind auf Dauer recht eintönig und nur wenig fordernd. Wir hätten den Modus als nette Nebenbeschäftigung abgetan, wenn ihr an diversen Punkten in der Story nicht dazu gezwungen werden würdet. Die Welt von Ni no Kuni 2 kann sehr charmant sein und überrascht oftmals mit tollen Designideen. Verlässt man die großen Städte, bleibt der Charme aber oftmals auf der Strecke. Etliche Dungeons sehen ähnlich aus und bieten kaum Grund, sie zu besuchen. Die weiten Landschaften laden scheinbar zum Erkunden ein, haben aber leider wenig zu bieten. Dazu kommt das starke Monster-Recycling. Egal wo ihr hinkommt, erwarten euch die gleichen Schleimmonster, Wölfe und Rattenkrieger. Hier hätten wir gerne mehr Liebe fürs Detail gesehen. Witzige Ideen hat Ni no Kuni 2 dennoch. Zum Beispiel ein soziales Netzwerk. Denn obwohl sich Katzenritter mit Schwertern bekriegen, besitzt so gut wie jeder ein sogenanntes Mechbook. Damit posten die Bewohner des Landes reichlich Fotos und kommentieren sie fleißig. Auch eure Gefährten treiben sich hier rum und zeigen sich nicht unbedingt von ihrer besten Seite. Ganz ehrlich, ich verabscheue Social Media. Aber ich spiele mit, denn es ist ein wirksames Mittel, um Bodenständigkeit und Nähe zum Volk zu suchen.
Weniger gut finden wir auch die inkonsequente Vertonung. An überraschend wenig Stellen gibt es vertonte Dialoge. Meistens müssten wir uns sowas anhören. Oh. Oh. Aha. Oi. Oh. Ei. Aha. Wow. Ei. Oh. Oh. Dazu kommt die große Diskrepanz zwischen dem gesprochenen englischen Text und der etwas zu freien deutschen Übersetzung. Trotz ein paar Ungereimtheiten schafft es Ni no Kuni 2 auch ohne Ghibli-Stempel zu überzeugen. Der wundervoll gestalteten Welt mit ihren Orten und Bewohnern fehlt es etwas an Varianz und Leben, was aber von der charmanten Geschichte mehr als ausgeglichen wird. Der Aufbau des eigenen Königreichs und das modernisierte Kampfsystem verhelfen Ni no Kuni 2 letztendlich dazu, den gefeierten Vorgänger sogar noch zu übertreffen. Weiter geht's direkt mit der nächsten Fortsetzung, wobei fortgesetzt wird hier eigentlich nichts. Ja, leider, denn anstatt die Geschichte des ersten Teils einfach fortzuführen, entschließt sich Attack on Titan 2 dazu, die Geschichte des ersten Teils nochmal komplett neu zu erzählen. Kann man machen. Muss man aber nicht. Außerdem gibt's immer noch Action und viel nackte Haut. Beziehungsweise gar keine Haut. Ob das hinhaut, erzählt euch Chris. Die Attack on Titan-Reihe hat sich in den vergangenen Jahren auch hierzulande eine treue Fanbasis aufgebaut. 2 Jahre nach dem ersten Videospielableger Wings of Freedom steht mit Attack on Titan 2 die nächste Versoftung in den Händlerregalen. Die stammt erneut von Entwickler Omega Force, der uns schon mit zeitlosen Klassikern wie Dynasty Warriors, Dynasty Warriors 2, Dynasty Warriors 3, Dynasty Warriors 4... Boah, ey, gibt 20 Teile von der Scheiße. Willst du jetzt alle vorlesen oder was? Ja, genau, Alter. Bist du dumm oder was? Mach weiter jetzt. Ja, ist ja in Ordnung. Soll ja auch um Attack on Titan 2 gehen. In dem schlüpft ihr nicht wie im Vorgänger in die Haut eines Helden aus der Vorlage, sondern bastelt euch euren eigenen Charakter. Männlein oder Weiblein, Nase gewählt, Frisur drauf und fertig ist unser Johnny McJohnson hier. Ja, genau. Guck mal, wie scheiße ich aussehe. Voll der Freak, haha. Der Gag ist auch total unverbraucht. Das macht weiter. Na gut, dann beginnen wir mit der Geschichte. Zu der sei direkt gesagt, auch wer bislang keine Berührungspunkte mit der Titanhatz hatte, wird sich ziemlich schnell zurechtfinden. Nachdem ihr die Ausgangslage um eine von mysteriösen Titanen in die Ecke gedrängte Menschheit erklärt bekommen habt, versetzt euch die Story in die Anfangsphase des Animes. Dort schließt ihr euch der 104. Trainingseinheit an, um den menschenfressenden Titanen Einhalt zu gebieten. Oi, Kisama! Kisama wa nanimono da? Das kommt euch bekannt vor? Kein Wunder. Genau wie im ersten Spiel werden die Geschehnisse aus Staffel 1 des Animes noch einmal aufgerollt. Und das bedeutet im Fall von Attack on Titan 2, ganze Zwischensequenzen und Dialoge wurden nahezu 1:1 recycelt. Erst im letzten Spieldrittel wird mit Staffel 2 wirklich neuer Story-Content geboten. Einen Blick ins Entwicklertagebuch stellen wir uns deswegen in etwa so vor. Also wir haben uns den ersten Teil nochmal genau angeschaut und dann auch geguckt, was wir daraus lernen können. Aber letztendlich ist es halt auch total schwer, so Material nochmal zu verwenden, ohne dass es halt alt wirkt. Wir kamen dann zu einem Punkt in der Entwicklung, wo es einfach nicht weiterging. Wir hatten hunderte Ansätze durchprobiert, kamen aber irgendwie zu keinem Ziel. Und an diesem Punkt hatte dann glücklicherweise unser Chefentwickler die zündende Idee, die letztendlich uns und unser ganzes Team gerettet hat. Leute, ich hab's! Das ist es! Ja! Ja, und da ist dann quasi der Knoten geplatzt. Also von da an ging alles wie am Schnürchen. Da haben wir innerhalb kürzester Zeit mega Fortschritte gemacht und konnten dann das Projekt glücklicherweise gerade noch rechtzeitig beenden. Moment, wollen Sie damit sagen, dass Sie einfach altes Material wiederverwendet haben? Jetzt altes Material. Ich glaube, Sie machen jetzt besser die Kamera aus. Wir sind fertig hier. Ne? Das war's dann jetzt, ja? Machen Sie bitte die Kamera aus. Danke. Was werden die denn da so unentspannt? Naja, wir wollen fairerweise auch nicht so tun, als wäre alles alt. Durch ein Freundschaftssystem könnt ihr die Bindung zu euren Mitstreitern steigern und dafür neue Fähigkeiten einheimsen. Auf Knopfdruck eilen euch eure Kameraden zu Hilfe und im Kampf verdiente Ressourcen in bessere Ausrüstung zu stecken, macht ja auch immer Spaß.
Das Problem, all diese Mechaniken sind zwar nett, im Kern aber auch nicht mehr als kleine Updates. Da helfen auch verschiedene Online-Modi nichts. Denn im Grunde geht's doch eh immer nur um eins: Titanen ihren blanken Giganto-Arsch zu versohlen. Und in seiner Hauptdisziplin schleppt Attack on Titan 2 viele Probleme mit sich, die bereits aus dem Vorgänger bekannt sind. Das Grundprinzip bleibt der Vorlage treu. Um einen Titan zu erledigen, gilt es, eine verwundbare Stelle am Nacken zu treffen. Kleiner Tipp vom Spiel: trennt den Monstern zuerst Arme und Beine ab, damit die sich nicht mehr so gut wehren können. Tipp von uns: spart euch die Mühe. Die strunzdummen KI-Monster stolpern durch die Gegend, bleiben an Ecken hängen und greifen alle Jubeljahre mal recht planlos an. Zugegeben, auch in der Serienvorlage sind die Titanen keine Genies. Als zentrales Spielelement hätte ihnen etwas mehr Hirn aber nicht geschadet. Es fehlt schlichtweg an Herausforderung. Nur wenige Titanen fordern mehr als 1 Minute Kampf. Und das auch nur, weil sie mehr Lebensenergie haben und nicht, weil sie wirklich schwerer sind. Zu den recht eintönigen Kämpfen gesellen sich Missionen, die über die gesamte Spielzeit kaum Abwechslung bieten. Mal eskortieren wir jemanden, mal soll etwas beschützt werden, mal retten wir in Not geratene Kameraden. Ist im Endeffekt aber auch egal, weil wir eh nur eins machen: draufhauen, draufhauen, draufhauen. Und weil das nicht über die gesamte Spielzeit motiviert, ist nach wenigen Stunden schnell die Luft raus. Obendrauf kommt, dass das Spiel in puncto Inszenierung die eine oder andere Sonderbehandlung hätte vertragen können. Wissen die durchgetakteten Zwischensequenzen auch auf den zweiten Blick durchaus zu gefallen, ist von der Epik der Vorlage im Spiel nicht mehr viel zu spüren. Du glaubst mir nicht? Dann schau mal her. Ein dramatischer Abgang. Oder hier eine wichtige Trainingseinheit. Vor allem der selbstgebaute Hauptprotagonist wirkt, tja, wie sollen wir das sagen, im Rahmen einer Story, die ohne ihn konzipiert wurde, irgendwie überflüssig. Weil wir aber gehört haben, dass der Regisseur des Spiels gerade an einem Film über unseren Johnny Mac Johnson arbeitet, haben wir direkt mal nachgehakt. Auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so aussieht, in Attack on Titan geht es nicht nur ums Töten. Darum ist es umso wichtiger, dass der Zuschauer eine tiefe und innige Beziehung zu den Charakteren aufbauen kann. Johnny Mac Johnson ist natürlich ein extrem vielschichtiger Charakter und deswegen bin ich ganz besonders froh, dass der Regisseur mir das Vertrauen geschenkt hat, das dann auch auf die Leinwand zu bringen. Und deswegen bin ich besonders stolz, Ihnen jetzt hier und weltexklusiv den ersten Trailer zu zeigen. Die Titanen, sie rücken immer weiter vor. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen kämpfen. Okay, Johnny. Bist du bereit, die Menschheit zu retten? Okay. Nein! Warum konntest du sie nicht retten? Wir werden alles verlieren, unsere Freunde, unsere Familie. Alles, was uns lieb ist. Es gibt noch einen, der uns jetzt noch retten kann. Wirkt irgendwie komisch? Tja, aber so ist es. Entweder steht unsere seelenlose Hülle teilnahmslos in der Gegend herum und starrt seine Mitstreiter gruselig an, er dreht sich aus dem Bild oder wird direkt so positioniert, dass er schlichtweg nicht zu sehen ist. Und wenn er dann doch mal mit den richtigen Helden agieren darf, hat er wohl keine Lust auf die ausschließlich japanische Sprachausgabe und drückt sein Seelenleben in Textform aus. Das Ergebnis: während uns die Serienprotagonisten teilweise ans Herz wachsen, ist uns vor allem eine Figur ziemlich egal. Unsere. Uah, schnell weg da! Ein weiterer Kritikpunkt: auch von technischen Unsauberkeiten bleibt Attack on Titan 2 nicht verschont. So kämpft das Spiel auf allen Plattformen mit Kameraproblemen und Framerate-Einbrüchen. Und wer auf einer Switch spielt, muss zusätzlich auf ein paar Details verzichten. Das macht aber nichts. Die kahlen Umgebungen haben meist wenig zu bieten.
Dafür läuft's auch auf der Nintendo-Konsole genauso gut oder schlecht wie auf PS4 und Xbox One. Was halten wir also von Attack on Titan 2? Wer Fan der Marke ist, kann durchaus Gefallen daran finden, etwas Zeit mit vertrauten Charakteren zu verbringen und bekannte Szenarien erneut zu erleben. Wer aber einfach nur richtig saftige Titanschellen verteilen möchte, wird sich vermutlich an vielen Punkten stören. An zu dämlichen Gegnern, die kaum Gefahr ausstrahlen, an technischen Unsauberkeiten, repetitiven Aufgaben und der mäßigen Implementierung der eigenen Figur. Auch wenn es sich phasenweise vielleicht so angehört hat, Attack on Titan 2 ist kein komplett vergeigtes Spiel, nur eben ein sehr plumpes, auf das man Lust haben muss. Was ist eine Sendung ohne Michael Krugmann? Vollkommen newslos. Ganz ehrlich, hier ist überhaupt nichts newslos. Ihr habt doch das ganz große News losgezogen. Und wir starten mit Neuigkeiten aus dem Call of Duty-Universum. Das alljährliche, unvermeidbare Serienupdate wurde ja bereits vor ein paar Wochen bestätigt. Black Ops 4 geht unter der Regie von Entwickler Treyarch am 12. Oktober an den Start. Doch die Gerüchteküche brodelt mächtig weiter. Laut einem mittlerweile gelöschten Tweet von Schauspieler und Synchronsprecher Craig Fairbrass arbeitet selbiger bereits an Modern Warfare 4 mit. Fairbrass hatte bereits in Modern Warfare 2 und 3 mitgespielt. Außerdem soll die ebenfalls noch nicht offiziell angekündigte Remaster-Version von Modern Warfare 2 über keinen Multiplayer-Modus verfügen, wie die Website Charlie Intel aus entwicklernaher Quelle erfahren haben will. Es scheint also nicht so, als würde sich in absehbarer Zeit allzu viel an der ausgelutschten Erfolgsformel ändern. Ja, warum auch, wenn Jahr für Jahr Millionen von Fans immer wieder zugreifen? Deutlich weniger erfolgreich, aber dafür nicht weniger interessant ist letztes Jahr die Veröffentlichung von Earth Atlantis ausgefallen. Das explorative Unterwasser-Shoot'em-up im Kritzel-Look erschien bereits im Oktober 2018 für die Switch. Jetzt hat Indie-Entwickler Pixel Perfect das Geballer auch für die Xbox One und PlayStation 4 bestätigt. Die Portierung verspricht besseres Balancing, neue Steueroptionen und mehr Bosskämpfe denn je. Im zweiten Quartal dieses Jahres dürft ihr wieder abtauchen. Spielen Geld verdienen, das ist doch der Traum der meisten Let's Player. Und wie viel Geld man tatsächlich mit Zocken für Zuschauer scheffeln kann, das zeigt sich am Beispiel von Fortnite-Streamer Ninja. Laut einem Forbes-Bericht kann sich Tyler Blevins, wie Ninja mit bürgerlichem Namen heißt, monatlich über Einnahmen von über 500.000 US-Dollar freuen. Diese Summe generiere sich primär aus den Abos seines Twitch-Kanals, an deren Einnahmen er beteiligt sei. Weitere Einnahmen entstammen seiner YouTube- und Social-Media-Präsenz. Ninja selbst hat diese Zahl gegenüber Forbes übrigens bestätigt. Er erklärt sich seinen Erfolg durch hochklassiges Gameplay und seine Persönlichkeit, die bei den Zuschauern augenscheinlich sehr gut ankommt. Freunde, was haben Kratos, Darth Vader und Link gemeinsam? Richtig, sie alle waren Prügelgäste bei Soul Calibur. Und für den 6. Teil wurde nun der nächste virtuelle Promi angekündigt. Niemand Geringeres als Geralt von Riva wird bei Soul Calibur 6 die Reckenriege verstärken. Witcher-Entwickler CD Projekt Red arbeitet dabei eng mit Bandai Namco zusammen, um den grauhaarigen Hexer so originalgetreu wie möglich in die Klingenklopperei zu portieren. Jetzt benötigt Soul Calibur 6 noch einen konkreten Release-Termin und irgendwann in diesem Jahr wird es auch wohl soweit sein. Ich habe jetzt schon Feierabend und gebe feierlich zurück zu Sophia und Nils. Danke, Krogi. Das war ein echter Hochgenuss. Kommen wir jetzt zu etwas anderem, nämlich God of War. Und da muss man sagen, dass Kratos wohl der Videospielheld ist, der den Begriff Schnetzeln am besten geprägt hat. Von allen Videospielhelden auf der ganzen Welt, die es jemals gegeben hat, aber auch, ne? Ja. Damit ist jetzt aber Schluss, Nils, weil seit Teil 3 ist Griechenland leer geschnetzelt. Außerdem ist der Typ Vater geworden. Ja. Hat eine Vorbildfunktion. Dann heißt das wohl keine Köpfe mehr abreißen, keine Augen mehr ausquetschen und auch keine Gedärme rausreißen. Zumindest nicht ohne triftigen Grund. Den gibt es vielleicht im neuen God of War Teil. Ob es so ist, hat sich Markus beim Preview-Event in Berlin angeschaut. Ja, es ist Kratos, den wir hier sehen. Es ist derselbe wütende Spartaner, der sich in mehr als einem halben Dutzend Spielen durch die gesamte Riege der griechischen Götter gekloppt hat. Doch Kratos hat sich verändert. Er ist älter geworden, sein Bart lässt ihn weiser wirken und er hat einen Sohn namens Atreus. Und zudem ist die Basis für die Welt nun nicht mehr die griechische, sondern die nordische Mythologie. Das am 20. April erscheinende God of War wirkt wie ein Reboot, auch deswegen, weil es keine Zahl im Titel trägt. Doch das ist es nicht. We are not men. We are more than that.
Es verleugnet nicht die Geschehnisse aus den Vorgängern, sondern erzählt die Saga um Kratos weiter. Nur beschreibt es dabei neue Wege. Markus hat God of War bereits spielen können und kann uns genauer sagen, was in knapp einem Monat auf uns zukommt. Die Geschichte hat sich schon sehr viel Zeit gelassen, das Ganze zu erzählen. Vor allem der Einstieg ist sehr sacht. Man bekommt erstmal viel von dem Verhältnis zwischen Vater und Sohn mit, bevor man überhaupt weiß, wohin die Geschichte überhaupt gehen soll. Denn die Mutter ist gestorben von Atreus oder die Frau von Kratos und es ist die Aufgabe, die Asche von ihr auf den höchsten Berg zu bringen. Und das ist eigentlich auch ein Weg, Atreus in die Erwachsenenwelt zu bringen. Und Kratos ist sich eigentlich nicht sicher, ob er schon bereit ist, aber dann passieren bestimmte Ereignisse, was sie dazu zwingen, ins Abenteuer aufzubrechen. Aber man merkt, dass der Fokus schon auf einer ruhigen Erzählweise liegt und vor allem auf das Kennenlernen der beiden Charaktere und auf die Beziehung der beiden. Tatsächlich muss man Kratos neu kennenlernen, selbst wenn man bereits dachte, ihn zu kennen. Wir erinnern uns. Kratos, der ein Sohn von Zeus und damit selbst ein Halbgott ist, vollzog seinen Rachefeldzug gegen die Götter, weil er von ihnen am laufenden Band verraten wurde. Warum? Warum dein Verrat? Du bist es, der mich verrät. Du führst Krieg gegen Griechenland, kennst weder Recht noch Gnade. Und am schwersten wog der Verlust seiner Frau und seiner Tochter, die er durch einen hinterhältigen Trick von Kriegsgott Ares verlor. Seine Wut war so groß, dass er jeden vertrimmt hat, der Schuld an seiner Misere trug. Doch dieser Kratos ist nun an einem Punkt, an dem er sich ändern muss. There is this idea that he views godhood as a disease, and he gave that disease to his kid. Passing that on to his kid is a huge responsibility, one that he feels like he has to teach him the right way to be. But how can you be a father when you've never been fathered yourself? When you didn't have a good father, you didn't have a good role model. He is doing something that he has absolutely no North Star to guide him on. He doesn't know what a good father is like, so he will struggle through it. And I think that's kind of interesting because even those of us who've had sort of great experiences with our fathers still had to find our own way, right? And I think it's interesting to actually see how people cope with that, how they struggle with that. Not because we like to see people struggle, but because we like to see them succeed after that struggle. Das ist vor allem spannend, weil Kratos irgendwie noch lernen muss, wie man sich so als Vater verhält. Er spricht ihn selten bei Namen an, er nennt ihn eher Junge, Junge, hol mir diesen Pfeil, töte diesen Hirsch, lies das, was an der Wand steht. Und man merkt vorsichtige Annäherungsversuche. Also er ist sich unsicher, was es heißt, ein Vater zu sein. Er versucht, ihn zu berühren, aber weiß dann nicht, ob es die richtige Entscheidung ist. Es war auf jeden Fall sehr spannend, was man jetzt schon sehen konnte. In dieser Hinsicht bewegt sich Kratos also auf ungewohntem Terrain. Er muss seine Wut zurückfahren. Ein Vorbild sein, darauf achten, was er weitergibt. Aber keine Angst, das heißt nicht, dass Kratos jetzt keine Schellen mehr verteilt. Nein, er langt genauso herzhaft zu wie eh und je, nur auf eine andere Art. Ja, also God of War hat jetzt nicht mehr diese weite, totale, diese Panorama-Einstellung von einem Schlachtfeld, sondern man ist wirklich dicht am Charakter, man ist in der Third-Person-Perspektive immer direkt an Kratos. Das heißt, die Kämpfe sind wesentlich langsamer als vorher, sehr, sehr, sehr behäbig. Also Kratos kann auch nicht mehr springen zum Beispiel und auch nicht mehr mega schnell über Schlachtfeld rennen. Man muss schon gezielter vorgehen und sich wohl überlegen, wie man denn jetzt zuschlägt, ob man eine Axt wirft, wann man blockt. Man kann auch parieren, eben genauso wie in Dark Souls eigentlich. Auch wenn ich den Vergleich nicht mag, aber das Spieltempo ist schon sehr mit Dark Souls zu vergleichen. Und ich finde, das tut der Reihe eigentlich ganz gut. Ebenfalls neu, Kratos hat seine Chaosklingen gegen die eisige Leviathan-Axt getauscht. Damit kann er direkt zuschlagen, er kann sie aber auch werfen und Gegner einfrieren, was ihm wiederum Zeit verschafft, um andere Angreifer abzuwehren. Übrigens, die Tatsache, dass die Axt genauso wie Thors Hammer wieder zurück in die Hand ihres Besitzers fliegt, ist kein Zufall. Sowohl Thors Hammer als auch die Leviathan-Axt wurden vom selben Schmied hergestellt, nämlich von Brok, dem Zwerg. Aber das nur am Rande. Schauen wir doch jetzt mal, ob auch Atreus was zum Kampf beizutragen hat. Er kann natürlich noch nicht so viel wie Kratos, aber er hat von seiner Mutter gelernt, wie man mit dem Bogen umgeht. Und deswegen kann man auf Knopfdruck ihn Pfeile schießen lassen. Das ist vor allem wichtig, um Gegner abzulenken. Wenn Gegner Pfeile abbekommen, fokussieren sie sich auch auf den Sohn und dann hat man auch wieder ein bisschen Spielraum, da zu reagieren. Der Sohn kann aber, soweit ich gesehen habe, auch nicht sterben. Die Gegner können ihn zwar festhalten und dann muss man ihn schnell retten, aber er hatte keine Gesundheitsanzeige. Er kann aber die Gegner sehr gut ablenken und ist auch sehr wichtig, was bestimmte Gegner angeht, die sehr schnell sind. Da gab es eine Schamanin, die konnte Kratos nicht verletzen. Er war einfach zu langsam mit seinen Hieben.
Das heißt, man musste die Hexe zuerst mit einem Pfeil anschießen und dann konnte Kratos auf sie einprügeln. Also er ist zwar einerseits Ablenkung, aber kann auch offensiv eingesetzt werden und hat auch seinen eigenen, aber kleinen Skilltree. Er kann auch Ausrüstung angezogen bekommen und Sachen dazu lernen. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch für Kratos. Erfahrungspunkte, die ihr durch Kämpfe und auch durch das Auffinden bestimmter Gegenstände erhaltet, nutzt ihr zum Erlernen neuer Fähigkeiten. Mit Silber hingegen kauft ihr beim Schmied Ausrüstung, die Kratos' Attribute verbessern. Und um die Ausrüstung wiederum zu verbessern, benötigt ihr bestimmte Rohstoffe, so wie hier zu sehen. Ein Upgrade für die Axt? Das macht dann eine gefrorene Flamme bitte. Das neue God of War beinhaltet also einen Tick mehr Rollenspielelemente als in den früheren Teilen. In the previous games we actually had the ability to sort of grow Kratos, very, very limited sort of upgrading and stuff, but we wanted to expand upon that. We thought, you know, one of the tenets of early God of War was, oh, well, you can't put a costume on Kratos, right? Which I think is actually ridiculous in hindsight. We look back on it and it's like, you know what? Some of the coolest experiences I've had with games are when I feel like I can put my own personal touch on it. So by the end of the game, your Kratos and Atreus are going to look different from my Kratos and Atreus. And that's actually a good thing. It's open. You froze it in place. Clever. Ein paar kleine Denksportaufgaben gibt's auch wieder. Manche Rätsel müsst ihr lösen, um weiter voranschreiten zu können. Andere wiederum sind optional und versperren den Zugang zu versteckten Kisten mit wertvoller Beute. Hauptsächlich waren das Rätsel, zerschlage ein Seil, renn irgendwo hin, friere ein Zahnrad ein. Bis auf Axt werfen habe ich jetzt noch nicht komplexere Rätsel gesehen. Wir haben dann aber noch Atreus, der zumindest hilft, Dinge zu übersetzen. Also wenn man Runen irgendwo sieht, die kann Kratos selbst nicht entziffern. Das macht dann Atreus und die geben dann auch noch Hinweise, wie ein bestimmtes Rätsel zu lösen ist. Look here. Oh, look! It's Skull and Hati, the giant wolves who chase the sun and moon. Dieser extreme Fokus auf die Inszenierung und auf die Beziehung zwischen Vater und Sohn, gemixt mit diesem, ja, für mich sehr stimmigen, Dark Souls-artigen Gameplay. Ich finde, es ist genau die richtige Entwicklung. Mir hat es genau das gegeben, was ich von dem God of War erwarten würde. Na, das klingt doch ganz gut. Markus, siehst du da irgendwo noch potenzielle Stolpersteine, die dir den Spaß verhageln könnten? Ich bin mir nicht so sicher, ob es tatsächlich nur diese eine Waffe gibt, da eben der Fokus schon sehr stark da auf dieser Axt liegt. Wenn man nicht noch ein paar mehr Werkzeuge bekommt, eine gute Anzahl an Waffen, dann könnte es ein bisschen eintönig werden. Aber das kann man noch nicht sagen. Also ich habe 3 Stunden gespielt, da ist es nicht passiert. Ich gehe davon aus, dass man noch was bekommt, aber da bin ich mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz sicher. Ein valider Punkt. Aber mal ehrlich, es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn God of War sich gröbere Schnitzer erlauben würde. In einem Monat ist Schluss mit Spekulation, dann kommt's nämlich raus und wir können überprüfen, ob die Vorschusslorbeeren gerechtfertigt waren. Na, das hat sich heute richtig gelohnt, oder? 30 Minuten strategisch klug und sinnvoll investiert. Fett, bravo! Gebt euch mal einen Applaus. Ja. Ihr seid toll. Wiederschauen. Reingehauen. Alles klar, Leute, das war's. Feierabend. Schön. Vincent, hau rein. Ciao. Tschüss. Ciao. Bis morgen. Ciao. Marc, kommst du? Es gibt 2 Arten von Kämpfen. Für die einen kriegt man XP und Loot, die machen dich stärker, und die anderen verschwenden einfach nur deine Zeit. Naja, und ich habe keine Zeit. Oh. Sorry. Das ist so schlimm. Kann man nichts gegen sagen. Aber ob Niedlichkeit alleine reicht? Sieht immer. Und dem Hauptcharakter Katzenohren verpasst. Kann man nichts gegen sagen. Sieht Tja, immer. aber Sieht immer! Okay, Entschuldigung. Jetzt habe ich es verstanden. Das arbeitende Volk. Die arbeitende Bevölkerung. Eine Fortsetzung? Fortsetzung. Ey, das ist ein geiler Pornoname. Hier kommt die Fortsetzung.
Spermageile Jeans Girls Teil 2 die Fortsetzung. Die Fortsetzung? Ja, das ist super. Gefällt mir gut. Und bitte. Hör auf, mich so anzugucken, Liebes. Das ist Teil... Das ist super stressig. Wieso guckst du so? Das ist echt unangenehm.